Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach dein Kiez. Und eigentlich hatten wir die erste Folge der neuen Staffel bereits im Mariannenkiez gedreht. Aber wie das in der aktuellen Situation für viele von uns nun mal so ist, wurden unsere Pläne auch durchkreuzt. Deshalb starten wir jetzt mit dieser Sonderfolge. Videotelefonie ist dieser Tage recht massentauglich geworden und so starten auch wir mit einem Call, nämlich mit Noah Adler. Der ist 15 Jahre alt, besucht aktuell die 11. Klasse, wohnt in Schmargendorf im Kolberger Kiez und engagiert sich auch ehrenamtlich beim Wasserretterdienst. Mitte März hat er Corona Port gegründet, das Bürgerportal, und gerade in dieser aktuellen sehr schwierigen Situation kann man dort Hilfe anbieten, aber auch nach Hilfe suchen. Und so freue ich mich, Noah kennenzulernen. Hallo Noah! Hi! Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Eine richtig coole Sache, die du anscheinend gestartet hast und recht früh erkannt hast, dass Leute Hilfe brauchen. Wie kamst du auf die Idee mit Corona Port? Was steckt dahinter? Also ich bin auf die Idee gekommen, als ich von der Schule nach Hause gekommen bin am 13. März. Da haben wir dann gehört, dass wir für die nächsten Wochen frei haben. Und dann habe ich ein bisschen so durchs Internet gestöbert und halt gesehen, dass es einige schon so Facebook-Hilfsgruppen für so Corona-Problemfälle in der Nachbarschaft gibt quasi. Und ich dachte mir, okay, ich würde auch gerne helfen irgendwie. Ich möchte meine Zeit in irgendein Projekt stellen, jetzt wo ich frei habe. Und habe dann irgendwie gedacht, dass ich diese ganzen 1000 Hilfsangebote in den 1000 Facebook-Gruppen irgendwie systematisieren kann. Und dann habe ich eine Website programmiert, coronaport.net, und die hat sich jetzt über die Zeit entwickelt und ist jetzt so eine Art Plattform für Corona-Nachbarschaftshilfe geworden. Wie ist denn so der Zulauf? Hast du so Zahlen? Also das Projekt hat angefangen nur in Berlin. Da haben wir jetzt insgesamt 3600 Helfer schon. Jetzt gab es ein größeres Update, wo man auch mehr Funktionen hat und so weiter mit einer Karte und interaktiv und pipapo. Und jetzt kann man sich in ganz Deutschland registrieren, technisch gesehen sogar auf der ganzen Welt und auch im Ozean. Ja, also es wird auf jeden Fall auch jetzt in anderen Bundesländern genutzt. Und ich kriege auch ziemlich viel Feedback von Leuten, die das Angebot nutzen. Technisch müssen die sich gar nicht registrieren. Das ist wie im Telefonbuch. Die informieren sich und rufen dann an. Das heißt, ich kriege gar nicht mit, wenn jemand, der Hilfe benötigt, sich mit jemandem, der Hilfe anbietet, in Kontakt setzt. Aber trotzdem habe ich von einigen so Success-Stories gehört und die Leute freuen sich auch drüber. Gibt es denn irgendwas, wo du merkst, das wird am meisten angeboten oder das wird am meisten nachgefragt? Also am meisten angeboten wird definitiv so Einkaufshilfe zum Beispiel, aber auch vor allem, ich meine, alles, was so mit IT zu tun hat. Ja. Ich meine, viele sind gerade darauf angewiesen, mit Technik zu arbeiten, und auch ältere Menschen, die wollen ja auch ein bisschen teilhaben, gerade an dem, was los ist, und es ist eigentlich alles online. Und vielleicht könnten die da auch Hilfe benötigen und Leute haben, die denen da helfen. So. Das ist so ein bisschen die Ironie, dass die Risikogruppe gleichzeitig am wenigsten mit der Digitalisierung anfangen kann. Eben, das ist auch ein Problem mit einer Website. Ich meine, das ist die Hauptzielgruppe, man muss die irgendwie erreichen und ja. Bist du denn nach wie vor ganz alleine jetzt an diesem Projekt dran? Wenn du sagst, 13. März gegründet, oder ist dann eine richtige Crew ringsherum umher entstanden? Also das Ganze hat angefangen am 13. März, da war ich dann für einen Monat so komplett alleine. Ich habe mit 1, 2 Leuten auf dem Weg gesprochen, bei Kleinigkeiten, wie ich das so technisch umsetze, programmieren am besten so, oder auch das Konzept. Aber das habe ich mir eigentlich selber ausgedacht und selber designt, programmiert und so. Und seit ein paar Wochen gibt es einige Leute, die mich unterstützen, vor allem eben was das Programmieren angeht. So ein paar Module, zum Beispiel den Filter der Karte oder sowas, habe ich nicht selber gemacht, sondern das hat netterweise ein Kollege übernommen quasi. Ganz viel Erfolg, dass das weiterhin wächst, dass man vielleicht auch im Nachhinein, wenn Corona irgendwann vorbei sein sollte, kann man daraus bestimmt ja hoffentlich auch was machen, was man weiterführen kann. Nachbarschaftshilfe ist in einer, sage ich mal, vor Corona sozial immer kälter werdenderen Welt ja sowieso eine richtig schöne Sache. Deswegen richtig coole Nummer. Danke dir. Dankeschön, danke. Für uns geht es jetzt weiter in den Osten der Stadt, genauer gesagt nach Marzahn. Hier im Marzahner Gewerbegebiet Georg Knorr hat die deutsche Spirituosenmanufaktur seit 2 Jahren ihren Sitz und normalerweise produzieren sie edle Tropfen für den verantwortungsvollen Konsum. Aber in Zeiten der Pandemie kann man einen Alkoholvorrat natürlich auch anders nutzen, nämlich mit Desinfektionsmitteln. Tausende Flaschen haben sie an Altenheime verschenkt und das Team rund um Geschäftsführer Tim Müller wird uns zeigen, was genau sie hier machen. Schön habt ihr es hier in der deutschen Spirituosenmanufaktur und ihr habt ja aktuell umgestellt von sonst sehr edlen Getränken hin zur Handdesinfektion.
Wie kam es dazu und was war der Gedanke dahinter? Ganz grob kamen wir auf diese Idee ungefähr Mitte März, weil wir beliefern normalerweise überwiegend Hotels, Gastronomie oder statten auch Veranstaltungen sozusagen aus. Und dadurch, dass jetzt alles weggebrochen ist, ist natürlich auch bei uns der komplette Umsatz eingebrochen. Und da stellte sich für uns die Frage, okay, wie können wir überleben mit dem Unternehmen? Wie können wir auch die Mitarbeiter halten, keine Kündigung aussprechen oder nicht in eine komplette Kurzarbeit zu gehen? Und dadurch, dass der zweite Eigentümer Apotheker ist, haben wir uns überlegt, okay, warum nicht kurzfristig auf Händedesinfektion umstellen? Und dann haben wir uns sozusagen um die behördlichen Genehmigungen gekümmert. Und dann war es eigentlich auch ein relativ schneller Prozess bei uns, dass wir halt umgestiegen sind. Ist das sehr aufwendig oder nimmt man einfach doppelte Menge Alkohol, ein bisschen Wasser dazu und fertig ist? Nicht ganz so einfach. Also theoretisch gesehen ist es so, es gibt eine WHO-Rezeptur. Die Rohstoffe an sich sind relativ einfach, ja. Da wir jetzt mit 80%igem Alkohol arbeiten, nicht mehr mit 47 oder 42%igem Alkohol, müssen die Anlagen ex-geschützt sein, das heißt explosionsgeschützt, weil Alkohol sozusagen sehr schön explosionsgefährdet ist, ab einer bestimmten Prozentzahl. Dann ist es genauso, muss man halt bestimmte behördliche Verfahren sozusagen auch einhalten. Das heißt, man muss sich einmal registrieren, dann muss man seine Sicherheitsdatenblätter machen und so weiter. Kann ich als Einzelkonsument bei euch Desinfektionsmittel kaufen? Genau, man kann im Prinzip alles ganz normal kaufen, entweder online, theoretisch gesehen hier in der Manufaktur oder halt in unserem Store an der Torstraße oder halt auch, sage ich mal, im Handel, Manufaktum, Käfer, Mutterland und Co. In welchen Größenordnungen und was kostet das? 100 Milliliter sind 6,95 €. Dann wird es jetzt vermutlich in Zukunft auch eine 200 Milliliter Flasche geben. Das ist dann eine Pumpflasche. Die ist sozusagen von der Anwendung her ein bisschen anders. Und dann gibt es noch, wir nennen sie jetzt 3 Händedesinfektionen mit Aroma, weil unsere Kernkompetenz sind sozusagen Destillate, da kommen wir her als Brennerei und wir haben jetzt sozusagen der normalen WHO-Formulierung einmal Mandarine, einmal Rosmarin, einmal Lavendel sozusagen beigefügt, was auch komplett auf Ethanol basiert. Das heißt, man hat jetzt trotzdem, sage ich mal, diesen leicht klinischen Geruch, aber man hat noch eine angenehme andere Komponente halt mit drin. Da kommt wieder ein bisschen Romantik rein. Genau, ein bisschen Romantik rein, genau, ein bisschen Genuss, genau, damit das Ganze auch ein bisschen erträglicher ist. Vielen, vielen Dank, Tim. Danke, Gerne. dass ihr euch da so einstellt und vielen, vielen Leuten auch helft. Und besonders für die Altenheime, wenn ich da noch mal fragen darf, wie reagieren die denn, wenn ihr dann ankommt und sagt, hier, wir haben was für euch? Teilweise waren es sehr emotionale Telefonate. Auch als sie hier waren, war natürlich auch sehr dankbar, weil einige Heime kommen einfach gerade an nichts ran, besonders kleinere Träger. Die haben halt gesagt, wir haben halt nichts mehr. Und das Personal, was dort arbeitet, was ja teilweise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auch zur Arbeit kommt, hat halt Angst sozusagen, was mit einzuschleppen. Also die Angst ist ja eher bei den Mitarbeitern und nicht bei den Heimbewohnern. Und die sind natürlich schon froh darüber gewesen. Dann vielen, vielen Dank. Danke für eure Arbeit, viel Erfolg, dass ihr gut durch die Zeit kommt und danke, dass wir diesen Einblick hier haben dürfen. Gerne, danke dir. Desinfektionsmittel für die Hände von einer Marzahner Edelschnapsbrennerei. Eine richtig gute Idee, wie ich finde. Und was müssen wir aktuell in den öffentlichen Verkehrsmitteln und im Einzelhandel tragen? Richtig, Masken, die unsere Nasen und Münder bedecken. Doch mit Voranschreiten der Corona-Krise waren diese entweder sehr schnell vergriffen oder unverhältnismäßig teuer. Ende März kam man in Berlin auf die Idee, dass die Werkstätten der Theater sich an der Produktion solcher Masken beteiligen. Auf der einen Seite kann man so die Arbeitsplätze dieser Werkstätten erhalten, auf der anderen Seite werden so dringend benötigte Masken produziert. So auch hier in der Komischen Oper in Berlin-Mitte, nahe unter den Linden. Hallo Simone, hallo Katrin, die Leitung der Werkstatt und des Kostüms. Ihr seid ja einer der Theatern, die sich der Sache angeschlossen haben, die Zeit, sage ich mal, hilfreich zu nutzen, indem man Masken herstellt für Menschen, die einfach auch sehr viel gebraucht werden. Aktuell, wie kam das zustande? Ja, eigentlich ist es sehr schnell entstanden, nachdem wir das Haus natürlich schließen mussten und nicht mehr spielen konnten. Die Kollegen zu Hause bleiben mussten auch und natürlich insgesamt in der Stadt die Idee aufkam, dass man jetzt irgendwie sich da beteiligen könnte und dass man da einfach auch irgendwie denen, die wirklich da draußen weiter arbeiten müssen, helfen kann, indem man Masken produziert. Und da haben wir uns dann auch relativ schnell mit reingehangen und haben gesagt, okay, wir überlegen uns, was für ein Modell könnte toll sein, was hilft den Leuten, wie kann man gut atmen damit, wie kann man damit gut arbeiten. Wie viele Leute sind denn damit beschäftigt, diese Masken herzustellen bei euch hier im Theater? Also wir sind die Werkstatt, Ankleider, dann sind viele von der Deko, die Dekoabteilung, Requisite. Es gibt sogar eine Chorsolistin, die sich Sachen geholt haben vom Orchester welche. Also ich würde mal so grob denken, 20 bis 25 Mann ist immer unterschiedlich, wie jetzt auch gerade anderweitig Arbeit anliegt sozusagen im Haus.
Kann ich denn jetzt als Otto-Normal-Berliner irgendwie eure Masken kaufen? Also im Moment ist es für uns organisatorisch schwierig, weil wir haben natürlich erstmal die Angebote angenommen oder die Anfragen angenommen von größeren Firmen, die natürlich jetzt sehr schnell irgendwie Kundenverkehr absichern mussten. Dann betreuen wir natürlich die Kollegen im Haus. Wer arbeiten muss, kriegt natürlich im Haus automatisch gestellt. Aber wir können im Moment keine Produktion nach außen geben. Also wir können keine einzelnen Aufträge bearbeiten im Moment. Also das würden wir jetzt logistisch nicht hinbekommen. Nun kann ich mir vorstellen, komische Oper, Theater, das sind oft Kostüme aus verschiedensten Epochen und anderen Welten. Was ist denn der große Unterschied zwischen einem Kostüm und einer in Anführungszeichen einfachen Mund-Nasen-Maske? Wenn man sozusagen den Tag an der Nähmaschine sitzt, das geht dann doch schon ganz schön auf den Rücken. Also wenn ich jetzt an die Schneider denke, die an so eine Bandarbeit machen, ne? Das kommt dem so sehr nah, sage ich jetzt mal. Ne? Man steht eigentlich nur zwischendurch mal ganz kurz auf und bügelt und so, aber ansonsten sitzt man eigentlich den ganzen Tag an der Nähmaschine. Sind die Leute denn so, dass sie sagen, Hauptsache Maske und ich kann mich ein wenig schützen, beziehungsweise andere schützen? Oder sagen die Leute schon so, oh, ich hätte gern den Stoff und diese Farbe, das passt ein bisschen besser zu meinem Kleid? Gibt es diese Stilfragen? Das kommt natürlich auf jeden Fall vor und wir haben uns ehrlich gesagt auch bemüht, wenn wir jetzt Stoffe nachbestellen, dass wir dann auch gucken, dass wir so ein bisschen eine Vielfalt an Farben bringen, also eigentlich unserem Haus entsprechend. Also man kann in unser Spielzeitheft gucken und wir haben gesagt, okay, wir greifen jetzt einfach auch die Farben auf, damit es nach außen geht und natürlich auch was mit der komischen Oper vielleicht ein bisschen zu tun hat. Also Stoffe nachbestellen ist sicherlich ein wichtiges Stichwort. Man merkt ja, dass viele Lieferketten momentan Probleme haben. Trifft das bei euch auch zu oder habt ihr genug Ressourcen, um endlos Masken zu schneidern? Also wir hatten da schon sehr große Probleme. Ganz am Anfang gestartet sind wir noch mit Materialien, die wir in unserem Lager hatten, sodass wir da natürlich auch relativ schnell agieren konnten. Beim Nachbestellen haben wir schon einige Schwierigkeiten. Allein beim Stoff fing es an, wenn wir bestimmte Farben haben wollten, waren die dann nicht mehr lieferbar in der Menge, die wir brauchten. Gummi war ein ganz großes Problem, ist nach wie vor ein großes Problem, weil natürlich alle rundherum auf diese Gummis zurückgreifen. Also die Hersteller kommen gar nicht hinterher zu produzieren und das dann auch zu liefern. Es gibt ja unterschiedliche Mund-Nasen-Bedeckungen mit unterschiedlich zertifizierten, sage ich mal, Sicherheitsstandards. Was ist denn das, was ihr jetzt produziert? Und dann auch mal ganz danach noch gefragt, wie pflege ich so eine Maske denn am besten, dass ich sie wieder verwenden kann? Also von der Sache her ist es erstmal so, dass wir die Community-Masken nennen, sozusagen genau, um uns abzusichern, weil wir eben keinen medizinischen Standard erreichen können damit. Sie sind aus Baumwolle und damit hat es halt einen gewissen Schutz, den man im Kontakt mit anderen hat, aber eben keinen medizinischen Schutz. Wir waschen die vor, 60 Grad die Stoffe, bevor zugeschnitten wird. Und da gibt es jetzt auch so einen kleinen Flyer immer dran, wo dran steht, dass also nochmal gewaschen werden muss. Also man kann diese Masken mit 60 Grad waschen und dann ist sie wieder benutzbar sozusagen. Liebe Simone, liebe Katrin, vielen Dank für eure Arbeit. Ich selbst komme aus der Filmwelt, das heißt Kinos, bei euch ist es das Theater und ich wünsche uns allen, dass irgendwann wieder die Zeit kommt, dass die Bühnen aufmachen können und wir uns darüber freuen, wie wir unserer Arbeit nachgehen dürfen und sie vielleicht dann auch anders zu schätzen wissen. Vielen, vielen Dank. Als letztes werden wir noch sportlich und treffen uns mit Patricia von den BR Volleys. Wir haben Masken aus Mitte, Desinfektionsmittel aus Marzahn, aber was ist eigentlich mit Bewegung? Schulen und Kitas sind weitestgehend geschlossen. Sportvereine mussten ihr Kursangebot drastisch reduzieren, Bolz- und Sportplätze sind abgesperrt. Neben Homeschooling wird Hometraining immer wichtiger und genau dort kommt Move at Home ins Spiel, eine Initiative, die Berlin Recycling Volleys ins Leben gerufen haben. Der 10-fache Meister und 5-fache Pokalsieger versucht, mit ihren Nachwuchstrainern Webvideos zu produzieren, die junge Menschen zum Sport zu Hause animieren sollen. Hallo Patricia, sag mal, diese Videos, die ihr zusammen dort kreiert, wen sollen die eigentlich zu was animieren? Wir wollen natürlich in erster Linie unsere Jungs, die wir sonst im Training haben, motivieren, zu Hause weiterzumachen, dass sie am Ball bleiben, sich weiter bewegen. Und wenn Eltern, Geschwister, Freunde, irgendwer mitmacht, wäre das natürlich super. Warum ist es wichtig, dass Kinder sich bewegen? Ich denke, in erster Linie ist Sport und Bewegung auch Spaß. Gerade bei unseren Kindern im Training sehe ich, wie viel Spaß sie haben, wenn sie in die Halle kommen. Sie sehen sich, sie kennen sich vielleicht auch nur aus dem Training, gar nicht aus der Schule noch. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir gerade jetzt, wo die Kinder halt vielleicht nur in der Wohnung sind, nicht so viel Platz haben wie andere Leute mit dem Garten, da weiter dranbleiben. Wie viele Videos habt ihr denn bis jetzt produziert? Wir haben ungefähr 3 Wochen lang jeden Tag 1 bis 2 Videos rausgebracht, also unter der Woche, von Montag bis Freitag, so wie auch Training wäre.
Jetzt haben wir unser System ein bisschen umgestellt. Jetzt ist es so, dass wir Online-Training anbieten. Das heißt, ich stehe zu Hause in meinem Zimmer, im Garten, sonst wo, habe eine Kamera, mache was vor und ich sehe die Kinder auf der anderen Seite, wie sie in ihrem Zimmer, in ihrem Wohnzimmer sitzen und es auch machen. Und jetzt sind wir auch dabei, die Videos zu streamen, dass andere Leute auch mitmachen können. Welche Plattform nutzt ihr denn dann dafür? Gibt ja so viele Twitch und so weiter. Genau, Twitch ist es sogar. Okay, wir haben sehr ein bisschen cool. Umprobiert, dann gibt es andere Plattformen, wo man sich anmelden muss. Bei Twitch war es jetzt am einfachsten. Und was ist eigentlich, wenn ihr auf Twitch jetzt sehr erfolgreich werdet und irgendwann schauen da hunderte Leute zu und machen alle zusammen Sport, aber Corona ist vielleicht irgendwann hoffentlich vorbei? Wir sind natürlich erstmal froh, wenn wir wieder in die Halle gehen können, wenn wir mit den Kindern vor Ort was machen können, wenn wir die Kinder sehen. Am Wochenende sind natürlich dann hoffentlich bald wieder Spieltage, wo wir dann auch in der Halle stehen zusammen. Aber ich denke schon, dass wir gerade auf unseren Social-Media-Kanälen da ein bisschen was machen können. Übungen, Anregungen, alles vormachen und jeder, der will, kann mitmachen. Da bekommt E-Sport ja nahezu eine neue Bedeutung an der Stelle. Vielen, vielen Dank für diese Arbeit und vor allem für das Animieren der jungen Leute. Bewegungsarmut ist, glaube ich, sowieso ein Thema bei einer jungen Generation. Ja, das stimmt. Und deswegen umso cooler, wenn jemand in deinem jungen Alter voll dabei ist und sagt, hey, wir nutzen die neuen Wege, warum nicht? Und man bringt zusammen, was vorher nicht unbedingt immer zusammengebracht wurde. Ja. Viel Erfolg dabei. Dankeschön. Natürlich kannst du noch mehr von Einfach Dein Kiez sehen. Hier gibt es eine weitere Folge, hier gibt es eine weitere Folge. Du kannst natürlich abonnieren, Glocke aktivieren, Kommentare schreiben. Ich passe ein bisschen auf dein Bildschirm so lang.